Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute möchte ich euch mal meine Reise-Must-Haves zeigen, meine Amazon-Reise-Must-Haves. Ich bin ja so eine Person, die eigentlich gerne verreist, aber was mich beim Reisen immer stört, ist das Packen. Ich bin immer überfordert, was nehme ich mit, was nehme ich mich nicht mit. Dann natürlich auch der Platz und das hat mich irgendwann so gestört, dass ich nach Ausschau gehalten habe nach Sachen, die mir sozusagen das Reisen erleichtern, weil ich bin halt so eine Person, ich würde am liebsten mein ganzes Haus mitnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Sachen sind für mich schon ein bisschen so ein Game Changer. Ich habe die bei meiner letzten Reise verwendet und finde es mega praktisch und ich finde die einfach so gut, dass ich sie euch nicht vorenthalten möchte. Und deswegen geht es heute so ein bisschen um Reisen. Und ja, falls euch das Video gefällt, dann gebt dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da, abonniert die Glocke. Einige haben mich gefragt, wie wird man informiert, wenn du ein neues Video hochlädst? Auf die Glocke klicken und schreibt mir auch gerne einen Kommentar, um den Algorithmus ein bisschen zu pushen, oder schreibt mir gerne auch in die Kommentare, falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, was auf einer Reise nicht fehlen sollte oder was ihr praktisch findet. Und ich hoffe, ihr mögt auch so ein bisschen das andere Setup. Ich möchte es gerne wieder so ein bisschen back to Old YouTube. Ich sitze jetzt hier gerade in meinem Schlafzimmer. Ich finde das so mit Scheinwerfern und mit Background oder so irgendwie mag ich das nicht mehr. Ich möchte back to the old days und deswegen sitze ich jetzt hier im Schlafzimmer mit Tageslicht und die Sonne scheint noch. Ich hoffe, es bleibt so. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Alle Produkte, die ich euch heute zeige, habe ich euch unten in der Infobox markiert. Ihr bekommt die auf jeden Fall alle bei Amazon. Und ja, der erste Game Changer auf Reisen, den ich entdeckt habe, das hat mir ein Freund empfohlen. Wisst ihr, ich bin so eine Person, ich brauche meinen Schlaf. Und am liebsten würde ich mein Kissen überall mit hinnehmen, weil ich kann nicht mehr, also ich kann zum Beispiel nicht mehr auf so normalen Down-Kissen schlafen. Es geht einfach nicht mehr. Ich brauche irgendwas, was so ein bisschen den Nacken stützt und was ein bisschen fester ist. Und deswegen liebe ich diese, wie nennt man das, dieses Schaumkissen, also sozusagen dieser Schaum, der sich dann immer wieder zurückzieht. Und ich habe dieses Reisekissen entdeckt. Es ist mir persönlich immer noch ein bisschen zu schmal, aber das Tolle ist, man kann es einfach auf das Kissen legen, was es schon im Zimmer gibt. Und dadurch schläft man automatisch ein bisschen höher. Und dadurch, dass es sich so zusammendrücken lässt, kann man das einfach so in den Koffer legen und es nimmt gar keinen Platz weg. Ich habe das jetzt bei meiner letzten Reise verwendet und ich war so froh, dass ich das mit dabei habe. Ich muss nicht mein großes Kissen von zu Hause mitschleppen, aber habe trotzdem den Komfort, den mir mein großes Kissen gibt. Und man bekommt dazu halt auch noch wo ist es? Man bekommt dazu noch hier so zwei Bezüge, die man dann auch waschen kann. Ich hatte dann diesen hier mit. Natürlich habe ich euch das Kissen unten in der Infobox markiert. Es gibt das auch von anderen Herstellern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, von diesem Hersteller habe ich, so wie ich weiß, glaube ich, so auch mein großes Kissen ist von denen. Und das habe ich jetzt schon länger und ich bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Und also, falls ihr auch jemand seid, der sagt, ich würde mein Kissen am liebsten überall mit hinnehmen, dann kann ich euch das empfehlen. Dann der nächste Game Changer, was Reisen betrifft, ist auf jeden Fall für mich diese Kosmetiktasche. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so happy, dass ich die entdeckt habe. Die hat so ein bisschen die Optik von einer ganz bekannten Brand. Das fand ich eigentlich ganz schön, dieses Karo-Muster. Aber was ich viel besser finde ist, einmal hat man hier so einen schönen Henkel. Und man kann sie einfach so aufklappen und dann hat man super viel Platz. Das heißt, ich habe meistens hier jetzt meine Pinsel reingetan. Hier hatte ich halt dann Puderprodukte, hier Make-up. Hier habe ich dann noch Pinzetten reingetan. Und das Tolle ist, dieses Aufklappen. Einmal fliegen die Sachen nicht so krass umher. Und zweitens kann man es so aufklappen, einfach hinlegen. Und das muss ich ehrlich sagen, hat mir total gefallen. Und die Sachen bleiben halt auch an dem Ort, wo man sie hinpackt. Ich hatte das Gefühl, dass sie nicht jetzt so da drin rumfliegen. Und das Tolle ist, innen drin ist das auch dieses Leder. Das heißt, man kann das dann halt ganz leicht auswischen. Und das ist von allen Kosmetiktaschen, die ich bisher in meinem Leben jetzt hatte, die beste, weil sie nicht so groß ist. Ich habe auch eine andere, die ist mir aber viel zu groß.
und weil die Sachen nicht so drin rumfliegen und ich finde, man kann das super praktisch lagern und deswegen bin ich total happy, dass ich die entdeckt habe. Die gibt es auch noch in einer anderen Farbe, aber die ist für mich auf jeden Fall ein absoluter Game Changer und kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Der nächste Game Changer für mich ist auf jeden Fall diese Schmuckschatulle, die ich mir geholt habe. Die ist sehr klein und praktisch. Man hat hier ganz viele Fächer. Hier kann man zum Beispiel seine Ketten oder auch Ohrringe drin lagern. Hier ist für Ringe, hier für Stecker. Die kann man hier so durchmachen, Ohrstecker. Und hier kann man auch noch Ketten drin lagern. Und vorher hatte ich immer so eine Tasche, wo ich immer einfach alles reingeschmissen habe. Da habe ich natürlich auch die Sachen verknotet. Aber so, finde ich, kann man sie einfach besser lagern und transportieren. Und ich finde, es sieht auch ganz schick aus. Und dann stellt man das dann im Schlafzimmer oder im Hotel an die Seite einfach hin und weiß dann immer, wo sein Schmuck ist. Und es ist auch übersichtlicher. Also ich finde die auf jeden Fall auch total praktisch. Ein Problem, was ich auch immer hatte, ist Licht. Ich finde, man kann halt Glück haben und manchmal hat man ein schönes Badezimmer, wo gutes Licht ist. Manchmal hat man auch ein Badezimmer, wo sehr schlechtes Licht ist und ich bin jemand, ich brauche Scheinwerfer, ich will jede Pore sehen und deswegen muss es besonders hell für mich sein. Und ich hatte auch mal so ein Licht, was man irgendwie an den Spiegel machen konnte, fand ich allerdings nicht so toll und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt diesen Schminkspiegel entdeckt habe. Der lässt sich so öffnen und das Tolle ist, man hat hier halt, kann man halt 3 Lichtvarianten wählen und der ist wirklich, wie man sieht, sehr, 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 sehr hell. Und das Tolle ist, man kann ihn dann halt so zum Beispiel halt auf ein Bücher stellen oder auf irgendeine Erhöhung. Und ich sehe halt alles, was ich sehen möchte. Und das ist mir halt persönlich halt wichtig, dass es schön hell ist und ich mich sehr gut schminken kann. Und der hat halt einen Akku, das heißt, man lädt ihn hier und finde ich auf jeden Fall auch super praktisch und hatte ich jetzt schon mehrmals mit und ist auf jeden Fall für mich auch ein Produkt, was mir das Reisen erleichtert. Ja, dann kommen wir zum nächsten Reise-Game-Changer für mich und zwar ist das dieses Kofferset. Ich war da erst so ein bisschen skeptisch, habe dann aber auf Empfehlung einer Freundin doch eins bestellt. Man bekommt halt verschiedene Taschen, die unterschiedliche Größen haben. Das ist jetzt zum Beispiel eine Größe. Und dadurch hat man die Möglichkeit, halt seine Klamotten sozusagen aufzuteilen. Also, dass man sagt, okay, das ist jetzt für Unterwäsche oder für Bademode. Das andere ist dann für Pullover oder Strickjacken. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich noch nie so einen ordentlichen und so einen sortierten Koffer hatte, ohne dass alles irgendwie rumgeflogen ist. Und das finde ich, hat mir zum Beispiel auch beim Einpacken und beim Auspacken das alles so ein bisschen erleichtert, weil ich zum Beispiel halt auch gleich eine Tasche mit Schmutzwäsche fertig machen konnte. Ich habe jetzt bei der letzten Reise, musste ich jetzt nicht alle dieser Taschen nehmen, also man bekommt schon ordentlich viele, aber ein Großteil habe ich auf jeden Fall benutzt. Zum Beispiel hier ist halt auch für Kosmetik ist was mit dabei und das Set ist echt sehr, sehr, sehr günstig und ich fand halt auch diese beige Farbe sehr schön und kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, weil man dadurch einfach Platz spart. Also ich finde, man spart doch Platz und vor allem ist es halt ordentlich und sortiert. Man weiß sofort, wo was ist. Auch wenn man zum Beispiel den Koffer mal irgendwie kurz aufmachen muss, dann nimmst du einfach nur so ein Täschchen raus und zerwühlst da nicht alles, weil du irgendwie was suchen musst. Also das ist für mich auf jeden Fall ein absoluter Game Changer und ich bin sehr froh, dass ich da auf meine Freundin gehört habe. Die gibt es halt in verschiedenen Varianten. Ich habe euch jetzt einfach mal meine unten markiert. Die ist auch ziemlich gut von der Art, wie sie vernäht wurde. Also bisher ist auch noch nichts kaputt gegangen. Kann ich auf jedem empfehlen, der auch gerne Ordnung bringen möchte in seinen Koffer. Dann kommen wir auch schon zum vorletzten Produkt, was ich euch zeigen möchte. Und zwar habe ich mir hier so ein Flaschen-Kosmetik-Set bestellt. Ich hatte schon mal sowas von Rossmann, damit war ich allerdings nicht so happy. Dieses finde ich sehr besser, weil man da mehr Möglichkeiten hat, sozusagen Kosmetik wie Shampoo, Bodylotion, Cremes zu lagern, weil ja manchmal, ich bin auch so eine Person, die halt immer ihre großen Flaschen mitgeschleppt hat.
aber meistens braucht man ja gar nicht so viel für den Urlaub. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht alle Sachen davon verwende. Ich nehme sowas eher für Shampoo und Spülung oder eine Sprühkur, weil die Sachen, die ich so verwende, sind jetzt gar nicht alle so groß. Aber ich finde schon bei Bodylotion oder halt gerade bei Shampoo oder Spülung, da fand ich das schon praktisch, das dort hineinzufüllen. Man bekommt hier auch so kleine Cremetuben, also zum Beispiel könnte man hier auch noch Creme reinmachen. Dann bekommt man hier so Beschriftungen, die habe ich allerdings noch nicht draufgeklebt. Ich habe das jetzt bisher immer so an der Farbe dann auseinandergehalten. Und man hat auch ein paar Sprühflaschen und natürlich etwas, um es dann im Nachgang halt zu reinigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Flaschen wirklich super praktisch. Man macht die hier auf, die sind auch total, wie soll man sagen, halt weich. Also wenn die runterfallen, gehen die halt nicht kaputt. Und man hat halt verschiedene Möglichkeiten, was man dann dort reinfüllt. Und dann kommen wir schon zum letzten Teil und das hat auch was mit Kosmetik zu tun. Und zwar möchte ich euch diese Parfümspender zeigen und die sind auch für mich ein Gamechanger. Man bekommt 4 Stück, man hat verschiedene Farben. Und das Tolle ist, man setzt die auf die Parfümflasche, man nimmt den Sprühkopf ab von der Parfümflasche, setzt die einfach so drauf, drückt ein paar Mal und dann geht die Flüssigkeit automatisch hier rein. Und ich habe immer meine großen Parfümflaschen mitgenommen, habe die dann so zwischen meinen Klamotten halt gelagert, in der Hoffnung, dass sie jetzt nicht kaputt gehen. Aber das finde ich viel, viel, viel praktischer. Und durch die unterschiedlichen Farben kann man dann halt auch sozusagen, weiß man, welches Parfüm es ist. Und es funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr gut. Deswegen und dadurch muss ich dann nicht diese große Parfümflasche mitnehmen. Wenn man die voll macht, dann reicht das auf jeden Fall für einen Urlaub von 2, 3 Wochen. Also da ist man auf jeden Fall mit gut versorgt. Ja, meine süßen Mäuse, das waren auf jeden Fall meine Reise-Game-Changer, wenn man das so sagen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei meiner letzten Reise fand ich es sehr, sehr angenehm und deswegen freue ich mich schon auf meine nächste Reise, weil ich es einfach cool finde, dass man mit diesen Sachen einfach Platz sparen kann und sein Koffer ein bisschen mehr ordentlicher ist und organisierter. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Reise-Game-Changer sind und ja, alle Produkte habe ich euch unten in der Infobox markiert. Falls ihr noch irgendwie eine Empfehlung habt, was ihr mir auch empfehlen würdet, was man unbedingt mitnehmen sollte auf eine Reise, dann schreibt mir das auch in die Kommentare rein. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da, abonniert die Glocke und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!